Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute ist ein bisschen anders. Wie ihr schon seht, es sieht nicht aus wie meine typische Gegend und die Kennzeichen passen eigentlich auch gar nicht zu uns. Ja, ich bin heute in der Schweiz, einen kleinen Roadtrip mit Chris, der auf einer neuen Streetbob neben mir herfährt und der Golf lässt uns rein. Super! Und wir sind schon den zweiten Tag unterwegs. Der erste Tag war nur Anreise nach Konstanz. Weil wir da bei meiner Schwester gepennt haben. Und jetzt sind wir in der Schweiz unterwegs schon den ganzen Tag und fahren jetzt unseren ersten Pass. Und ich bin wirklich nur in die Schweiz gekommen oder in die Berge, um Pässe zu fahren. Ich finde, so ein Bergpass ist irgendwie das Schönste, was man machen kann. Einfach Haarnadelkurven, die Aussicht und wir haben gerade mega Glück mit dem Wetter. Es ist einfach irre gut. Es hat um die 20 Grad, genau richtig für mich. Und ja, ich nehme euch jetzt mit in den Pass, erzähle noch wegen mein Problemchen mit dem Motorrad. Und zwar habe ich glaube, meine Getriebehauptwelle ist undicht und mir süfft die ganze Zeit, sobald ich stehe, tropft es unten aus dem Getriebe raus, was natürlich super cool ist. Und ich war vorhin schon bei Harley und habe mir Ersatzöl geholt, weil ich es natürlich daheim nicht noch repariert habe, bevor ich losgefahren bin, natürlich nicht. Noch eine kurze Geschichte. Ich habe ja die letzten Videos immer erzählt, also ich meine, was macht der jetzt da? Wie ihr wisst, war mein Motorrad ja umgebaut komplett, aber ich hatte nie irgendwas eingetragen gehabt. Also ich hatte die Räder nicht eingetragen. Der hat mir jetzt einen Vogel gezeigt. Er könnte auch einfach, fahre ich zu dicht auf? Nein, ich bin nicht schuld, er ist schuld. Auf jeden Fall hatte ich ja nichts eingetragen gehabt am Moped, den kompletten Umbau nicht. Und ich wollte nach Österreich fahren und Chris wollte unbedingt in die Schweiz. Und dann habe ich wegen Panik bekommen und dachte mir so, okay, wenn die mich in Deutschland anhalten, da kann ich mich rausreden, da halten sie mich an. Aber in der Schweiz, mit den Schweizer Strafen, das habe ich mich irgendwie nicht getraut, das zu machen. Also habe ich total hektisch noch einen TÜV-Termin organisiert. Montag um 8 Uhr bin ich zum TÜV gefahren, habe um Montag den TÜV-Termin um 8 gemacht und im selben Atemzug um 12 Uhr mittags an der Zulassungsstelle, damit ich die Papiere eintragen kann. Und war beim TÜV und es war überhaupt kein Thema. Das Einzige, was er gemängelt hatte, war, dass mein Blinker nicht ging. Der komischerweise bei der Hinfahrt noch ging, aber irgendwie ging er bei ihm nicht. Und wie ich wieder heimgefahren bin, ging er wieder. Ja, war auf jeden Fall. Ich war nur wegen den Eintragungen dort und nicht wegen der Hauptuntersuchung. Deswegen war das okay, dass praktisch nicht alles perfekt ist. Und genau, auf jeden Fall ist jetzt alles an meinem Motorrad eingetragen. Die neuen Reifen, der Lenker, die Bremspumpe, die geänderten Radgrößen und ja, das ist super. Es freut mich richtig. Kann ich viel entspannter fahren, jetzt wo alles eingetragen ist. Und ja, genau, weil ich ja eben neue Reifen erwähnt habe. Mein letztes Video ist ja noch bekannt, wo ich diese Rennradfahrer. Das letzte Video, wo ich die Bates Bayer drauf gebaut habe, die mir überhaupt nicht gefallen haben, die habe ich runter. Also habt ihr mitbekommen im Video. Und ich habe jetzt hinten den Shinko E240 drauf. Den E240 drauf. Und vorne den Avon Speedmaster MK2. Ist eine typische Kombination, weil es den Shinko nicht in 21 Zoll gibt. Deswegen kann man diesen Mix fahren. Ist aber auch erlaubt, also man kriegt es auch eingetragen, diese Kombination, wenn man den richtigen TÜV-Prüfer hat. Also ich war beim normalen TÜV. Und wie gesagt, der hat mir das eingetragen, fährt aber selber eine Harley, soweit ich weiß, und ist da recht offen. Also ich meine, wenn der TÜVer sagt, es geht nicht, dann sucht euch einfach einen anderen. Weil man braucht nicht unbedingt eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Wenn die Daten passen, also die Traglast und der Geschwindigkeitsindex, dann muss man die eintragen. Also es geht nicht anders. Es sind bloß die faulen TÜV-Prüfer, die sich davon drücken. Genau. Und viele sagen für diesen Chopper-Reifen, dass man sie nicht schnell fahren kann. Also dass die so unfahrbar sind. Das sagen immer viele. Und ich muss ihnen teilweise recht geben. Also der Hinterreifen,
Der hat ein sehr eckiges Profil und er geht schwer in die Kurven rein. Er geht schwer in die Kurven rein bis zu einem gewissen Punkt. Sobald man auf dieser Kante ist, da kippt er wie Sau. Und da muss man sich einfach darauf einstellen, dass der Reifen so ist. Wie sie beim Nässe sind, keine Ahnung. Es hat noch zum Glück noch nicht geregnet. Aber wenn es noch regnen sollte, dann werde ich das auf jeden Fall berichtigen. Get your money, man. Life goes on. That's hopeful. Yes, I am hopeful for today. Take this music and use it. Und diese Berge, ich könnte ausrasten. Sollte man echt mal machen einmal im Leben. In die Berge fahren mit Motorrad. Zelt mitnehmen, nicht so wie ich. Wir schlafen im Hotel, weil ich bequem bin, war meine Idee. Ich bin auch voll beladen. Ich habe Regenschutz dabei und ein paar Wechselklamotten, falls wir nass werden. Und ich habe vor mir, wie ihr seht, diesen Barbag. Da ist ein paar Kleinigkeiten drin, die ich brauche. Und davor ist diese Decke. Und die Decke habt ihr wahrscheinlich schon öfter gesehen. Es hat viel mit Style zu tun. Es ist so ein Accessoire. Man braucht es nicht unbedingt und ich habe es dran, weil es mir gefällt und weil es ein wenig Windschutz bietet. Verglichen mit ohne. Also ich meine, der Chris hinter mir fährt ein Fairing. Das nimmt totalen Druck von der Brust auf lange Strecken. Und diese Rolle hier vorne bringt wirklich viel. Und das ist einfach schön, dass man da so einen Windschutz hat. Deswegen habe ich es dran und nicht, weil ich da schlafen gehe. Oh yes, oh yes, oh yes. Die Spaßbremse vor uns, da will er uns natürlich ärgern, ist endlich weg und jetzt können wir Gas geben. Im gesetzlichen Rahmen natürlich, weil Tickets in der Schweiz teuer. Wollte ich nur gesagt haben. So, und da habe ich oft gefragt werden, wie gut man mit den Lenkerkurven fahren kann. Man kann gut mit dem Lenkerkurven fahren, man muss halt bloß kräftig mitarbeiten. So, ich fahre immer noch, ist noch im Rahmen. So, ich muss doch mal runterschalten. Ich hasse Brücken mit diesen Dehnungsfugen am Ende. Okay, ich habe meinen Mitfahrer verloren. One hour later. Okay. Da ist er. Okay, wir sind wieder vollzählig. Vielleicht bin ich ein bisschen zu schnell, aber ach Quatsch. Ach Quatsch. Wir wollten eigentlich den Furka-Pass fahren, aber der ist leider noch zu. Ist noch... was machst du denn? Der Furka-Pass ist leider noch voller Schnee. Und deswegen können wir nicht fahren. Der ist noch gesperrt bis Ende Juni sogar. Mindestens Ende Juni. Und ich war total enttäuscht, wie ich das gehört habe. Weil ich ja, wie gesagt, zum Pässefahren hier reingekommen bin. Und dann habe ich gesehen, dass der Klausenpass offen ist. Und da habe ich mich mega gefreut und habe das tagsüber wieder gerettet. Und ja, und jetzt sind wir hier am Klausenpass. Und ich probiere mal, wie gut ich mit den Reifen zurechtkomme. Und bis jetzt, ich war noch keine enge Haarnadelkurve, nur ein paar Serpentinen. Okay, jetzt habt ihr, ich weiß nicht, ob man es im Video sieht, aber mich hat gerade eine Spurrille oder so ein Bitumenstreifen hat mir den kompletten Hinterreifen versetzt. Das ist mir vorher noch nicht passiert. Ist mir mit dem Schinkos das erste Mal. Also da muss man sich darauf einlassen, dass die ein wenig Spurrillen hinterhergehen und nicht so schön spurstabil laufen wie jetzt moderne Reifen. Es sind klassische Reifen, darf man nicht vergessen, ein Auto. Darf man nie vergessen, dass es keine modernen Reifen sind. Sie sind modern aufgebaut, aber es sind keine modernen Reifen. Okay, Straße wird enger. Das ist halt immer der Punkt in den Alpen. Ja, ihr habt es gerade gesehen mit dem Motorradfahrer, wie viel Platz er doch wirklich braucht in der Kurve. Ihr habt gesehen, wie weit er sich reingelegt hat. Und das ist einfach das Gefährliche an so Bergpässen. Man fährt in eine Kurve rein, viel zu schnell, ohne zu sehen, was passiert. Total reingelehnt. Und dann kommt dir ein Auto entgegen und du hast keine Chance mehr, was zu machen. Und deswegen muss man echt in so Bergpässen aufpassen, wie man fährt und wo man hinguckt vor allem. Weil es einfach brandgefährlich ist. Aber ist das schön. Ich hoffe, ihr könnt das Video angucken und euch denken, boah, da wäre ich jetzt auch gern. Oh, es ist schon sehr schmal hier. Und das war so ein Dödel.
Der Mercedes vorher ist echt weit in der Mitte gefahren. Macht er immer noch. Ey, ihr könnt doch weiter nach rechts fahren. Okay, gefährlich Strecke immer noch. Oh, ist das schön hier. Oh nein, ich habe immer noch keinen Schutzblick vorne dran. Und schön mit nassen Reifen in die Haarnadelkurve. Aber ja, und ich habe mich gerade eben noch bei der Pause beschwert, dass ich gehofft habe, hier oben kühlt es ab, weil es ist einfach so warm mit den Lederklamotten. Und jetzt irgendwie seit diesen 2 Kurven ist es richtig abgekühlt und meine Hose ist auch noch nass. Wahnsinn, Leute, Wahnsinn. Boah. Also ich werde wahrscheinlich noch mal anhalten müssen, um ein Bild mit dieser Schneedecke zu machen. Okay. Das typische Foto schnell gemacht. So Leute, und schon geht es wieder ins Tal. Also ihr seht hier riesen Schneemassen und da wundere ich mich gar nicht mehr, wieso der Furka-Pass und so gesperrt sind, weil es echt wahnsinnig viel Schnee noch hier oben. Und ja, wir sind wieder auf dem Weg ins Tal und ihr seht schon, ui, da kommt noch ein schönes Stück auf uns zu. Ich bin nie so der Fan von Berg runterfahren, einfach nur, weil man mehr bremsen muss. Oh, der hat Spaß mit seiner langen Gabel. So, das war arg weit, aber egal. So, oh geil. In der Schweiz liebevoll Töffchen genannt. Haben wir jetzt schon ein paar gesehen, die mit dem Mofa rumfahren. Das ist absurd. Die hatten noch Isomatte und Zelt dabei und ich denke so krass. Mit 25 km hätte ich keinen Bock mehr irgendwo hochzufahren. Das ist echt nicht meine Welt. Aber Respekt dafür, dass sie es machen. So, kurz nachgedacht, rumgefahren. Chris fährt auch noch da oben. Und im Endeffekt war es das jetzt eigentlich schon mit meinem Vlog. Ich fahre jetzt nur noch diesen Berg runter. Wir suchen uns ein Hotel und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Reinschauen. Na okay, da überhole ich ihn, wenn er möchte. Kurz bedanken. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, wenn es wieder heißt Tag 2 in der Schweiz oder ein neuer Vlog. Ihr könnt gerne reinschreiben, ob ihr schon in der Schweiz Motorradfahren war oder in den Bergen und ob ihr es noch auf der Liste habt, wie es bei euch aussieht. Oh, Moment. Der ist ein wenig schneller als ich, dann kann ich ihn auch vorbeilassen. Wäre Quatsch, wenn ich ihn hinter mir blockiere. Ihr könnt gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr das seht mit Bergen fahren und ob ihr es auch gerne mal machen würdet. Lasst mich wissen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus!
Thank